Was bedeutet Selbstbewusstsein? Selbstbewusstsein ist die bewertende Wahrnehmung, die wir von uns selbst haben. Und das bedeutet wiederum, dass wir die Fähigkeiten lieben, wertschätzen und respektieren, die wir haben. Denn das ist der ausschlaggebende Grund, wie wir und ob wir uns in gewissen oder diversen Lebenslagen dennoch schätzen. Und der ausschlaggebende Grund für den Selbstbewusstsein ist in der Regel die Erziehung. Weil jede Familie oder jeder Elternteil hat seine eigene Erziehungsmaßnahme. Und jedes Eltern schränkt sein Kind anders ein. Oder es gibt auch Eltern, die ihre Kinder zum Beispiel gar nicht einschränken. Und das ist auch einer der ausschlaggebenden Gründe, ob das Kind ein starkes Selbstbewusstsein hat oder gar kein Selbstbewusstsein hat. Das Bild, was wir von uns selbst denken, ist enorm ausschlaggebend für die Entscheidungen, die wir treffen und für unsere Wahlen. Mal angenommen, wir gehen in ein Fußballspiel rein und im Vorfeld ist uns bewusst, dass wir das ganze Spiel drehen können und dass wir heute außergewöhnlich gut in Form sind. Und wir bestehen darauf, dass wir eingewechselt werden sollen. So, wir werden jetzt eingewechselt und wir gehen dahin und setzen das Ganze auch um und gehen in Zweikämpfe rein und tun und machen. Oder ein Boxer, der jetzt in den Ring steigt und sagt, ey, ich gehe jetzt da rein, ich weiß ganz genau, wie ich zu agieren habe und wie ich meine Beinarbeiten machen soll, wie ich meine Technik umsetzen soll, wie ich meine Kondition einteilen soll. Und der geht da rein und der hat dann auch seinen Erfolg. Und sein Kampf geht auch erfolgreich aus. Und der ausschlaggebende Grund für den Erfolg ist das, was wir im Kopf haben, unser Mindset und unsere Einstellung und unser Selbstbewusstsein, bei dem Thema, bei dem wir auch gerade sind. Und wenn wir selbstbewusst auftreten, dann haben wir auch gutes Ergebnis. Aber wenn wir nicht selbstbewusst auftreten, mal angenommen, jetzt drehen wir mal den Spieß um, der Fußballer geht da rein und sagt, ich weiß nicht, ich könnte ja mein Bein brechen. Oder der Boxer, der geht in den Ring rein und sagt, ich weiß nicht, der Gegner, der sieht ja schon so gefährlich aus. Ich glaube, den Kampf könnte ich gerade noch so überstehen, aber auf gar keinen Fall gewinnen. Und das sorgt für den Selbstzweifel. Dadurch kriegt in uns die Angst hoch. Und dadurch verstecken wir auch unsere Fähigkeiten, die wir haben. Und das Ergebnis wird dann auch kein gutes Ergebnis mehr, sondern wird dementsprechend auch schlechtes Ergebnis. Das bedeutet, starkes Selbstbewusstsein sorgt für gute Ergebnisse. Schwaches Selbstbewusstsein sorgt für schlechte Ergebnisse. Durch ein schwaches Selbstbewusstsein reagieren wir auch sehr, sehr überempfindlich auf Kritik. Aber jemand, der zum Beispiel ein starkes Selbstbewusstsein hat, der nimmt die Kritik dankend an und versucht es das nächste Mal viel, viel besser zu machen und arbeitet an sich. Wenn wir zum Beispiel auch geringes Selbstbewusstsein haben, ist es das Schlimmste, was passieren kann, dass wir uns selbst nicht mehr wertschätzen. Und dadurch versuchen wir den anderen immer recht zu machen. Das bedeutet, wir versuchen unserem Umfeld recht zu machen und haben immer Angst, wenn wir denen nicht recht machen können, dass wir deren Aufmerksamkeit, dass wir deren Achtung verlieren können. Natürlich ist es relevant, was andere über uns denken, denn nur durch die anderen können wir uns auch selbst sehen, nämlich durch die Feedbacks, die wir bekommen, durch die Unterhaltung, die wir mit denen führen. Aber wenn jemand uns ein gutes Feedback gibt, bedeutet es nicht, dass wir mit etwas weitermachen sollen, was uns aber keinen Spaß macht. Oder wenn wir schlechtes Feedback bekommen, bedeutet es nicht, dass wir mit dem aufhören sollen, was wir gerade weitermachen. Oder mit dem, was wir gerade im Gange sind. Nur weil es den anderen nicht gefällt. Wenn man zum Beispiel Fußballer ist oder neu in einem Fußballclub angefangen hat. Oder wenn man Kampfsportler ist oder so wie ich YouTube-Videos dreht. Wenn man Kritik bekommt, dann muss man das als Verbesserungsvorschlag annehmen und das verbessern. Und das muss man dann als Schwachpunkte nehmen und die versuchen dann zu stärken. Denn die meisten Menschen oder die Mehrheit der Menschen sind überall auf der Suche nach Selbstvertrauen und nach dem Selbstrespekt. Aber nur nicht bei sich selbst. Und das ist auch der Grund, weshalb die meisten Menschen auf ihrer Suche scheitern. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr mich oder beziehungsweise meinen Kanal unterstützen würdet, indem ihr mich einmal hier abonniert. Und wenn ihr Interesse an weiteren Videos habt, dann könnt ihr gerne hier in die Playlists und könnt euch noch weitere Videos angucken. Und ich wünsche euch viel Spaß und noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen.